Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder da seid bei Afrika Outlook hier bei TIDA. Ich bin Love Newkirk und begleite euch durch dieses Sonderprogramm. Wir haben jetzt einen schwarzen Engel im Himmel. Unsere Audrey Motaung ist von uns gegangen und wir widmen dieses Programm unserer Schwester, Mutter, Freundin. Ladies and gentlemen, thank you so much for tuning in to Africa Outlook here by TIDA. My name is Love Newkirk, and I thank you for joining us for this very, very special program that we're honoring and remembering our sister Audrey Motaung. Thank you for the greatest love you've given me. Thank you every day for the light and the joy in my heart. I thank you, Lord. Thank you. Oh, every day. Oh, I thank you for the glorious life you've given me. Thank you. Oh, every day. Oh, you're merciful, beneficial, Lord. Die unvergleichbare Stimme von Audrey Motaung. Yes, rest in peace, my sister. And to my left, we have Mikaylo Motaung,
the third oldest son. How does it feel to hear your mama's voice right now? I mean, you just had your goodbye celebration, a celebration of her life. Wir feiern das Leben. Ein Mensch, die von uns geht, nicht trauen und trauen, sondern wir zelebrieren ihr Leben. Und wie ist es mit dir jetzt gerade, Mikaylo? Ja, so jedes Mal, wenn ich Mama höre, ist natürlich für mich ein Segen. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, jederzeit meine Mama hören zu können durch die Musik, die uns ja auch mehr oder weniger nach wie vor verbindet. Ich weiß, dass meine Mama halt da ist und jedes Mal, wenn ich auch singe, am Klavier sitze, spüre ich diese Verbindung zu Mama. Also ich habe Glück, dass wir die Musik haben. So, du hast es eigentlich geerbt sozusagen, diese Liebe zur Musik, dieses Können, Instrumente zu spielen und deine Stimme. Das habe ich auch erlebt. Deine Mutter könnte alle möglichen Genres singen, von der Himmel bis die Höhle, also höher bis ganz, ganz tief. Und hat sie dir das beigebracht direkt oder hast du das einfach so aus Spiegel oder Fliege an der Wand gelernt? Ich glaube, es schlummerte irgendwo in mir drin, nur ich wusste es nicht. Es war halt mehr so, dass ich einen Fokus auf Sport hatte. Ich habe gedacht, ich würde Fußballprofi werden, aber da bin ich irgendwann dran gescheitert. Und irgendwann mit der Zeit hat sich das dann entfaltet, beziehungsweise meine Mama hat halt gesehen, da ist vielleicht doch noch was drin, vielleicht kann man da noch was rauskitzeln, wie Mama auch ganz oft immer gesagt hatte, weil sie immer versucht hatte, aus den Menschen immer mehr rauszuholen. Man hat selbst sein Potenzial nie richtig erkennen können, aber Mama hat das immer irgendwie gesehen. Ich weiß nicht wie und am Ende des Tages habe ich dann auch mit meinen Jungs dann damals gesungen und wir haben eine Menge Spaß dabei gehabt. Auf dieses Album I Believe hast du auch einige Lieder mitgesungen. Wie war das im Studio mit Audrey? Ja, war sie streng oder war sie ganz lieb, weil du der Sohn warst? Ja, es ist eine Mixtur. Aufgrund der Tatsache, dass meine Mama unser Vocal Coach war, unser Manager, Lehrerin, Mentor, eigentlich alles. Und das ist halt nicht das erste Mal, dass wir im Studio waren, nur das war eine andere Konstellation. Sonst haben wir gesungen und Mama stand hinter der Scheibe und hat gesagt so und so. Und diesmal mussten wir für Mama singen. Also wir haben die Ehre gehabt, auf einem ihrer Alben halt singen zu dürfen. Und wir waren alle sehr, sehr happy. Also weil Mama oder Audrey Motaung ist halt eine sensationelle Sängerin. Und wenn man da halt mitsingen darf, das ist eigentlich gefühlt wie so ein Ritterschlag. Ich bin zwar Sohn, aber es ist trotzdem ein Ritterschlag. Ja, das ist super. Also als Sohn und auch als Verehrer von so einer großen Persönlichkeit, nicht nur stimmlich, sie hat auch getrommelt. Was für Drums hat sie denn gespielt? Alle möglichen afrikanische? Ja, überwiegend halt Percussion, Djembe und da hat sie sehr viel dran gearbeitet. Und für uns war es halt auch immer sehr schwierig zu verstehen, weil man hat ja schon so viel zu tun beim Singen. Und dann, während man singt, dann noch Percussion zu spielen, die Rhythmik zu halten, hier tonal noch on point zu sein, Intonation zu halten, die Atmung. Und wir immer so, nee, lass mal. Wir fokussieren uns auf unser Gesang und das ist für die andere Liga. Aber die große Audrey Motaung als Mutter zu haben, gibt es einen Vergleich von anderen Familien, wo du zu Besuch warst als Kind? Was ist der Unterschied zu Hause und bei den anderen Familien? Was there a difference? Ich meine, im Großen und Ganzen man muss das halt auch runterbrechen, weil für uns war es am Ende des Tages so, als wenn wir mit Mama Fernsehen gucken, mit Mama essen, ist halt Mama. Nur, dass es halt eine Person ist, die halt auch in der Öffentlichkeit steht und halt auch auf der Bühne ist. Aber am Ende des Tages ist sie wie jede Mama in den einzelnen Haushalten halt auch für uns da und hat auch gekocht und auch 2 verschiedene Gerichte, manchmal etwas schärfer für den Papa und etwas milder für uns halt. Und was ich halt nur mehr oder weniger bemerkt habe, was du angesprochen hast mit den Haushalten, der Unterschied, das merke ich aber nach wie vor noch, dass halt abends wird bei uns halt warm gegessen. Und in einigen Haushalten, vielleicht hat sich es geändert, aber gibt es Abendbrot. Und das ist nicht meine Welt. Nein. So if I just want to tell you a little bit in English what he was talking about. Of course, for him, his mom was just like any other mom. She cooked, she cleaned, sometimes 2 different dishes, one a little bit more spicy for the father, a little bit less spicy for the kids.
you've been able to also go in the studio with your mom, and it was like, wow, I'm in the studio with Audrey Motaung. And before, she was the one that was behind the glass and listening to you when you had your group with the guys. But this time you're actually singing for her on her CD. But she was your coach, your vocal coach, your manager, and she organized everything. But mostly she was just, for you, it was the norm to have a mom like that. And I saw you, Iris Moore, welcome back on the program. You're nodding and looking just as, I know what he's talking about. You have a long-term relationship with Audrey. What would be some of the most memorable situations in your life? Was sind deine engste Erinnerungen an unsere liebe Audrey? Well, the very beginning, it was extremely fascinating to meet this personality. And we clicked immediately. So that stays with me always. Es war bei der ersten Begegnung so eine Klick, das hat einfach gefunkt, sozusagen. Und wenn ich daran erinnere, habt ihr euch in der Öffentlichkeit einfach so kennengelernt oder war das eine Situation, wo jemand hat gesagt, du musst unbedingt diese Frau kennenlernen? Erzähl ein bisschen davon. Yes. It was very interesting that I got a call from the legal aspect there, and Dennis from Dennis Swing Club. And an appointment was arranged, and I went to the club, and there was this fascinating woman. And that was your first experience with her. Yes. This was Dennis Bugsby? Dennis Bugsby. Bugsby, yes. From and he Dennis had this, Swing Club. That he had the jazz club where all of the great jazz musicians came out from, all of them, all the great musicians from all around the world. Dennis Swing Club war der berühmte Club in Hamburg, wo alle die große Jazzmusiker, die auf Tournee waren, die sind nach der Show, der Afterparty war immer bei Dennis Swing Club und bei dieser bekannte Ort hast du Audrey kennengelernt. Yes. Ja, super. Und nicht nur als Freundin, sondern ihr habt zusammen musiziert. Yes, right away. I mean, she got to know that I'm a jazz singer. And, you know, she just took my arm and says, okay, you know, we're getting out there. And we performed, for benefits, cancer, and things like that. And we worked with a lot of artists here in Hamburg. And it was just a wonderful experience. Ja, schön. Also mit deiner Erfahrung als Jazzsängerin und Audreys Erfahrung als afrikanisch basierte Musik waren eine bunt gemischte Konzerte immer und auch mit den großen deutschen Musikern habt ihr Auftritte gemacht und auch für Charities und Benefits, zum Beispiel für Krebs und so weiter. Nicht nur, also unter anderem. Und dann gab es noch weiter. Nicht nur wart ihr zufrieden mit Entertainment, mit Black Music, sondern politisch engagiert mit jugendliche Programme, sodass die Kinder und Familien mit afrikanischer Herkunft dessen Kultur noch pflegt und dass sie, Well, Audrey was very, very happy to know that I'm an activist coming from my own country. And she was quite fascinated, and we would be out there to meet the children and just go to work, you know, like, okay, that's what we got to do in the community. Mm-hmm. Yes. And we had a wonderful thing about hair. And we would walk up to couples and say, now, you know, what is this about? With their child, with the hair. With the children, yes. Because they have problems with the hair. I would imagine, especially the mixed couples. Yes. And there was one experience at the Altena Bahnhof, and the mother had 3 little girls, and I walked up to her and says, you know, you have to
groom the hair. She says, but this is how they look in Africa. And I said, you can't tell me that. Yeah, Also, so this is the kind of... Ja, mit den Jugendprogrammen habt ihr die Jugendliche gesammelt bei Programmen und bestimmt du mit den Jazzmusik und kulturell die Kinder so beizubringen, woher die kommen. Zum Beispiel dieses Beispiel, was du gerade gesagt hast, wenn du mal Paare auf die Straße gesehen hast, besonders einmal im Auto nach Hamburg, gab es 3 Kinder da und die Haare war irgendwie wuschelig oder sagen wir mal nicht gepflegt, wie wir das machen können. Und ihr seid einfach ganz mutig da hingegangen. Was ist das? Wir haben Programme, wo ihr die Kinder bringen können und euch beibringen, wie wir die Haare von den Kindern pflegen können. Precisely, that's exactly what happened. And it made quite an impact because we met this woman a year later and the children looked wonderful. Also ein Jahr später. Ein Jahr später noch eine Begegnung und die Kinder sahen super aus. Das ist ganz, ganz wichtig. Dieses Begriff Black Heritage kennen ihr alle. Also kannst auch ein bisschen davon erzählen. Das war der Programm. Wie heißt der Herr, mit wem Sie das gemacht haben? Eigentlich das war die Idee von Audrey, die Jugendliche zu supporten in alle möglichen Programme. Yes, that was Mufta Barua from Nigeria. And they called me and we met and we started working with the children and adults. And we encourage couples, including their fathers, to come in, and we would want the children to learn about Africa. Where is your parent from? And because this information wasn't in die Schule. Right. Ja, genau. Also so It's not in the school. Black Heritage Yes. Programm mit Audrey und der andere her und mit dir dazu, da der Hintergrund und die Kultur von den Leuten mit afrikanischer Herkunft ist nicht in die Schule präsent, in den Büchern, und daran arbeiten wir noch, ne? Olorutoyin, schön, dass du wieder da bist. Dieses Thema kennst du sehr, sehr gut. And because Audrey was very much involved with the Black community, this work started back 30, 40 years ago here in Hamburg with this African woman, Audrey, coming here. She, speaking of something that is very important, lived in Germany in exile because during the apartheid years in South Africa, one was not allowed to fight against this racist regime. So that meant if you fought against it and were caught, then of course you ended up in jail or who knows what. Oder wenn man dieses Land verlassen hat, darf man nicht ohne verhaftet zu werden wieder einkehren. So Audrey war ein Exil, ist das auf Deutsch? Asyl. Ja, sie lebte mehr oder weniger im Exil. Ne? Aufgrund der Tatsache, Apartheid in Südafrika war natürlich verschiedene Stationen. Es ging halt auch nach England. Am Ende war sie halt hier in Deutschland und hat dann hier mit meiner Wenigkeit Fuß fassen können. Nein, aber mit meinen Geschwistern halt auch. Und dahingehend hat sie halt, was Love auch gesagt hatte, die Einrichtung nennt sich African Heritage gründen können, wo sie Jugendlichen mit afrikanischem Hintergrund unterstützt hat, deren Wurzeln nochmal näher gebracht hatte, auch die Perspektiven, weil es gab keine wirklichen Vorbilder hier. Und die Jugendlichen wussten nicht, wo sie hingehen sollten perspektivisch oder welchen Strohhalm sie greifen konnten. Und dort haben sie sich wöchentlich getroffen, um sich auszutauschen, um dieses Gefühl zu bekommen, dass man nicht alleine ist. Und deswegen sind halt sehr viele Jugendliche peu à peu immer mehr dazu gekommen, dass es halt am Ende des Tages eine größere Gruppe war, die halt bei African Heritage mitgemacht hat. Das fing aber politisch an, um die Einzelnen halt auch zu unterstützen, als auch historisch. Und später ging es halt in die nächsten Phasen, wo wir vielleicht auch noch sprechen können. Super. Bevor ich sofort zu dir komme, Olorutoyin, Iris, diese kurze Beziehung mit Audrey und mit dir, war du so
aktiv war als Aktivistin in Amerika. Das fand sie super. Und sie sagte, wir machen zusammen. Aber wieder zu dieser Black Heritage. Es gibt unter anderem ein paar Leute, zum Beispiel Yared Dibaba war dabei und ja, also ganz genau so. Yared war zu dem Zeitpunkt, wo African Heritage auch im Bereich Kunst, Kultur aktiv war. Das heißt, wir hatten eine Tanzgruppe, wir haben Gesangschöre gehabt, einen großen Chor. Aus diesem Chor haben sich verschiedene Gruppierungen dann entwickelt. Wir hatten Girlbands in diesem Chor, dann hatten wir Boybands, wie man so schön sagt. Da hatten wir auch Duets. Yared war dabei mit Theo zusammen, die haben halt gesungen. Dann vorher bei den Anfängen, wo halt es um dieses Wir-Gefühl ging, dass die Jugendlichen sich halt finden. Da in der Zeit war auch Sammy Deluxe, war halt auch einer von den Einzelnen. Dank Audrey. Hey, keep it going now, Sammy Deluxe. Keep going now. Ja, und er war auch einer der wenigen oder auch andere Sportler waren auch involviert. Also viele, die in Hamburg in den jeweiligen Jahren hier gelebt haben, haben sich halt zusammengefunden, um sich ja auch ein bisschen stark zu fühlen, um zu wissen, okay, ich bin wer und mit gewissen Hintergrundinformationen, historisch gesehen. Weil wie Love schon sagte, in den Schulen ist das nie so eine richtige Thematik. Man spricht über Afrika, überwiegend geht es darum, wo die Missionare da waren, da waren die Franzosen, Portugiesen, Spanier etc. da. Aber dann wirklich dieses Bündnis auf eine positive Art und Weise zu kommunizieren und auch wahrzunehmen, einfach mal aus erster Hand zu bekommen, das stärkt dann natürlich auch. Und dann geht man mit einem anderen Bewusstsein raus. Dann sagt man, ja, ich bin schwarz, ich bin dunkelhäutig und freue mich auch darüber. Genau. Und man muss nicht halt rausgehen in den einzelnen Schulen, dann sitzt man da als einzelner Schwarzer mit lockigen Haaren, etwas breitere Nase. Was natürlich schwierig ist, aber man weiß, man ist nicht allein und hat halt die einzelnen Freunde, die man dort gefunden hat, mit denen man sich dann austauschen kann. Danke dir, wunderschön. Olorutoyin und Mwayemudza, you guys are continuing this tradition of community empowerment, community working together. Tell me a bit about one or two of your programs that we're involved in right now. Yeah. I mean, what you said is really so important, and I'm very grateful to have met Audrey, who really also nurtured in me this spirit of community, as well as you, Iris. Because also when we're talking of Black community organizing, it's not documented here. So, for example, this type of organizing and resistance is even from the 40s people have been organizing. And part of the work we are doing is so important because we are so diverse that we come together and organize with one voice. And some of the things like which I started with was organizing also with youths. And she was often at performances and giving her advice and encouraging and supporting. So this is a very important aspect there. I got my training of getting different people, different backgrounds together and having them work together, having them understand what does it mean to be Black. What unites us? What are the different cultures? We had children who had no idea about their heritage. And following Audrey's example and leadership, it was really amazing how much you can do through music. So we had children coming in and they had to research their heritage, talk to their parents about it, and learn the songs from their country, bring in a song to the choir from their country. So this is, I think, very important because it's not taught in schools. Ja, die Möglichkeit, Musik und Theater zu benutzen mit afrikanischer Inhalt. Das hat Audrey und jetzt macht er auch weiter mit den Jugendlichen, dass die mussten Lieder und Stücke lernen von die eigene Lande und mit den Eltern austauschen und Recherche machen, um die Sachen so mehr über sich
zu verstehen. Yeah. Und diese Herausforderungen hast du von Audrey auch gelernt mit den unterschiedlichen Kulturen in der Diaspora. Wie bringen wir alle diese Leute zusammen, um zusammenzuarbeiten? Exactly. And Yeah. the second important thing I would say is the topic of being conscious, political consciousness and resistance. Because this is something like which we face, unfortunately, not only in the diaspora, but even in our home countries. So you find many of us here are actually all in exile because of this global inequality and oppressive imperialist structures which we face in our countries. And she was one of the people who also pushed me out of my comfortable, quiet shell, which I carried around me, and said, no, you're responsible. Yes. You have to say something, you have to be active. So, sie war auch dein Mentor, sozusagen. In deine ein bisschen schüchterne Schale hat sie dich gesagt, nein, du kommst raus und nicht nur dabei sein und bei dem Programm mithelfen, sondern du bist ein organisatorischer Mensch und das gehört dir. Liebe Mwayemudza, wir kommen zu dir gleich, aber wir haben wunderschönerweise noch ein Lied von unserer Audrey Motaung. Auf Englisch heißt es Outcry, auf Xhosa heißt das Ya Memeza. Nanyubolo, bunyubolo nekabena. Yamemeza, usakiha. Yamemeza, usakiha. Teklule, nanyubolo, bunyubolo nekabena. Teklule, Yamemeza, usakiha. Mutima tambo hlanganani, tumisu tikanga matula mati. Hey, mutima tambo hlanganani, sitana phambi komezi wento zonke. Uya hey, masikubute. Muyera ikakale nyaniso. Masikupeli. Muyera ikakale nyaniso. Hey, teglule. Nanyubolo, bunyubolo nagabena. Teglule.
Oh, Audrey Motaung with Mwayemudza from her light CD or album for her time. Yes, it's a beautiful cover. I love that cover. The black and white is, oh my goodness. So we were talking with you, Olorutoyin, about your experience with Audrey and continuing the legacy of community work, community empowerment. You and Mwayemudza work hand in hand, fist in fist, foot in foot marching together. You've been involved with initiativa from some of our fallen brothers, Orijalo, for example. That's a major initiativa. Do you have an update for us or the process? Is it still moving along? Ja, Orijalo, da hat das Oberlandesgericht in Naumburg gerade den Klageerzwingungsantrag des Bruders Saliou Diallo abgelehnt, hat gesagt, er ist unbegründet und unzulässig. Orijalo müsse sich halt selbst angezündet haben, gefesselt an 4 Gliedmaßen auf einer feuerfesten Matratze in einer polizeigefließten Schlichtzelle. Und wir hatten als Initiative gerade vorher nochmal ein radiologisches Gutachten in Auftrag gegeben, weil die Röntgenbilder, die damals 2005 angefertigt worden sind, die sind nie wirklich begutachtet worden, beziehungsweise gab es sozusagen keinen schriftlichen Befund davon. Außerdem haben sich auch die Techniken weiterentwickelt, sodass wir das jetzt dort vorgestellt haben an der Universitätsklinik in Frankfurt. Bisher hieß es, Orijalo hätte einen einfachen Nasenbeinbruch gehabt und den hätte er sich wohl selbst zugefügt, indem er mit dem Kopf auf die Tischplatte geschlagen hat. Wir konnten jetzt in dem Röntgengutachten wurde festgestellt, das war nicht einfach nur ein Nasenbeinbruch, das war ein Bruchsystem, was durch die Nasenscheidewand bis in die vordere Schädelgrube, also in die Schädelbasis hinein ausgestrahlt ist und dort auch noch 1 Millimeter die Knochen verschoben hat, also eine sehr vehementer Krafteinwirkung von außen. Und die Weichteilschwellung dazu neben der Nase, die war sehr umschrieben. Also wenn er sich jetzt auf den Tisch gehauen hätte, hätte man über dem Auge und hier am Jochbein eben auch noch Schwellungen erwartet. Das war aber sehr umschrieben da. Zum Zweiten hat der Professor Bodelle dann auch noch 2 Rippenbrüche festgestellt. Einer nicht ganz sicher, aber eben halt auch eine Weichteilschwellung, also äußere Verletzung. Und der andere ist sicher. Und auch die mit punktförmiger Krafteinwirkung. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie hinfallen würde, würde man flächige Schwellungen haben und gegebenenfalls eine Rippenserienfraktur. Dieses Gutachten lag dem Gericht, dem Oberlandesgericht vor. Das Oberlandesgericht hat das quasi einfach so vom Tischgewicht, hat quasi zu diesem komplexen, schwerwiegenden Schädeltrauma überhaupt gar nichts gesagt und hat sich nur darauf beschränkt zu sagen, die Rippenbrüche, das ist nicht ganz nachweisbar und selbst wenn, wäre das kein Grund für Polizisten, jemanden umzubringen und zu verbrennen. Also für sämtliche Richter in den Landgerichten, in dem Oberlandesgericht jetzt, im Bundesgerichtshof und in sämtlichen Staatsanwaltschaften haben wir diese Farce, dass ein Mensch, der rechtswidrig festgenommen wird, der rechtswidrig eingesperrt wird, in einer Polizeizelle verbrennt und hinterher die Täter behaupten, er hätte sich selbst angezündet und alles spricht dagegen und es wird weiter konstruiert. Das Feuerzeug, es gab kein Feuerzeug am Anfang, das ist erst später aufgetaucht. Und jetzt soll es sogar noch ein zweites, also falls es das nicht gewesen ist, hätte es vielleicht auch noch ein zweites geben können, was sie nicht gefunden haben. Also die lehnen sich so weit aus dem Fenster und machen sich so unglaubwürdig, dass es schon eine Farce ist. That must be very, very frustrating. You have a case where this gentleman is arrested. He doesn't wake up alive the next day, and they're saying that he bound his own hands,
laid on the mattress. No, they shackled him. They shackled him. They shackled He's shackled. He Hands was and feet. Yeah, hands and feet are shackled. And he, left and right, and he has the wherewithal, like Marcel Marceau or some trickery, to light the mattress and burn himself to death. But all of these other, you have so many other situations with, had he bumped his own head, that it's not the same as the same vehement force that someone either hit with him something or with their hand or another thing. None of these things are really adding up. So you're going on and on with this process. Unfortunately, I think back in the day when we were talking, Audrey had to deal with such cases. So this must be very frustrating for the Black community. How are you at a place, or are we at a place where it's getting closer and closer to the protocol that is necessary in case one of our Black brothers or sisters are arrested and put in the hands of mostly white police or authorities is the word I'm looking for, that we can say, okay, if anyone is arrested in the Black community, please contact this group, for example, and we will assist you along the way so that these things don't happen? Are we getting closer and closer to an itinerary, a protocol that will help any potential victims? Yeah, we as an initiative, we have founded a commission, an independent international commission in the case, for we also do not believe that, Entschuldigung. Wir haben eine unabhängige internationale Kommission gegründet, weil wir auch nicht glauben, dass irgendeine staatliche Behörde diese Fälle aufklären wird. Wir haben eine Geschichte aus der Kolonialzeit kommen, selbstverständlich, aber all diese ganzen Fälle, die in der sogenannten zivilisierten, demokratischen, westlichen Welt passieren, all diese ganzen Toten, hier in Hamburg, Yaya Diaby, Achidi John und so weiter, jetzt William Tonum Bob da, es ist nie, auch nur eine Person adäquat zur Verantwortung gezogen worden. In Uri Jallos Fall ist es jetzt Vernachlässigung sozusagen, ja, also Tötung durch Unterlassung, nicht schnell genug geholfen. Aber richtig verurteilt für die Tötung der Menschen, egal ob die erschossen werden, ob die erstickt werden, ob die Brechmittel eingeflößt bekommen. Es ist nie jemand dran schuld, immer sind die Opfer selbst dran schuld. Und das sind halt Dinge, die halt auf täglicher Basis passieren. Jetzt ist es nicht täglich tödlich, aber die Verfolgung, das Racial Profiling, die Illegalisierung von geflüchteten Menschen und so weiter, dass afrikanische Kinder weggenommen werden von ihren Eltern, dass Menschen abgeschoben werden, ohne Rechtshilfe in Anspruch nehmen zu können, in große Lager gesperrt werden. All das sind Dinge eines systemischen Rassismus, gegen den wir uns zur Wehr setzen müssen. Dazu müssen wir This is what you're working on. organisieren. It's about coming together and being unified, but also the struggle and the fight against this systematic racism. You have, in all the cases that you named, and so many more that are under investigation, there's no adequate or no one that who has taken responsibility. The victims always end up being at fault for their own death, for their own inhumanity to man. There are children taken away from their families with no lawful rights to do so. You have the people who are refugees or people seeking asylum. So many people of African heritage who are just so unjustly treated in this systematic racial system that we have. Now, of course, there's good news on many sides. There are people who are trying to do well, but we have so many unsolved cases where no one is taking responsibility. Yes, Olorutoyin. And exactly, that is the point, that all these injustices, all these persecutions happen with the lawful rights to do so. Because what we are experiencing is that in the laws, in the criminal justice system, the way the things are executed, and that's why it continues to perpetuate itself. The police have the lawful right to kill. Ja, ich verstehe. Also das heißt, die Polizei haben das Recht, gesetzlich zu töten.
Yes, when you observe what has been going on, this is the message being sent. Also eher die Message-Geschichte, nicht, dass die ehrliche, legale Recht haben, zu töten, sondern wie der Verfall, wie das abläuft, dass es immer in die Länge zieht und dann immer inzwischen warten, Papiere ausführen und die ganze Sache. Yes. So dann die Nachricht geschickt worden ist, das können wir machen, das werden wir machen. Yeah, okay. There's no punishment. And this is why it's so important that right from the beginning with the Sohn Mikaylo case, we saw it's very important to stand up and speak out immediately an injustice happens and to do it as a unified force. Ja, das hat die Black Community super gemacht in dem Fall Sohn Mikaylo. Sobald das bei der UKE passiert ist, wenn dieser junge Mann gestorben ist die Black Community sofort rangegangen mit Prayer Vigils vor der Ort, Demonstrations mehrmals, die fingen an vor dem Krankenhaus. Dann kam langsam die Medien dazu und deshalb, ich glaube, dann schleunigt die Möglichkeit, Gerechtigkeit zu bekommen. Ja, bitte, Iris. I think it's extremely important because these things that are happening, have been going on for decades. Yes? Centuries. Yes. However, this was very important when Audrey was here. We had a system that you could be called at any time when it was reported that one of our Africans was attacked or whatever, and you went immediately to where they were. Exactly. Immediately. So if it was the middle of the night, You had to. You get that call, you're there. Exactly. And this has got to continue. Exactly. Ja. Das ist ein sehr guter Punkt. Geklärt worden ist es über Jahrzehnten, über Jahrhundert, die leider diese Situation immer wieder passiert. Und gerade bei Audrey hatten Sie dieses System aufgebaut in Ihrer Zeit als Aktivisten, dass auch mitten in der Nacht, falls irgendwas zu dem Bruder oder Schwestern passiert ist, kann man jemanden anrufen und sofort vor Ort sein und organisatorisch gucken, was müssen wir machen, um Gerechtigkeit zu gewinnen. Also vielleicht auch sogar zu verhindern, dass mehr passiert. Also das ist ja die beste Lösung, präventiv wirksam zu sein und nicht immer erst hinterher zu kommen, wenn die Menschen verbrannt sind. I come from the United States, and I just watched this movie, American Son. And it just happened to be a young child of African-American heritage and white American heritage. And the fear, just because of his skin color, he was missing and something happened. And the one side of it, the African-American mother was trying to teach what had not taken the opportunity. The father they left for whatever personal reasons, but the main commissioner, the chief, police chief, was talking to this black woman. Didn't you teach your son in our racial system not to get out of the car, not to talk back to the police, because the police have a right to stop you? So she's totally upset that her son can't, she teaches her son to speak up for himself. And because this son speaks up for himself, gets out of the car to try to help his friend that is, maybe had done something wrong or whatever, but he ends up dead. He wasn't shot at, there was a ricochet, there was a shooting, and then a bullet ricocheted and killed him. But this movie was based on so much truth. I mean, I went back to the States recently. Ich war gerade in den Staaten für 3 Wochen und ich bin mehrere Dekade hier in Deutschland. Aber fast jeden Monat habe ich einen Anruf bekommen, wo eine schwarze junge Mann, meistens, manchmal Mädchen, aber eher die jungen Männer sind getötet worden, eigene Neffen erschossen worden an einer Ampel. Er saß da an der Ampel, das Auto sah aus wie ein Auto, was die gesucht haben. Ohne zu fragen, fangen die an zu schießen. Das Auto. Er ist getroffen worden am Arm und am Hand, fuhr los.
Und die klagen ihn an, weil er weggefahren ist. Das hätte richtig schief gehen können, zur Tötung. Und da wir das noch hier erleben, dieses preventative maintenance, this prevention, that may be I know you have programs for prevention for women in violence, but maybe this is a subject that the Black community also can take. Now, of course, we don't want to be subservient. Yeah, massa, we've been there and done that. But how do we act? How do we teach our, especially Black young men who may be treated unjustly, stopped by police on the street or in a car? How do we teach them to behave? How do we teach them to respect authority, but on the other hand, have self-respect for themselves? This is something that I think our listening audience should be very, very interested in becoming a part of the Black community. By the way, how can they get actively involved? Yeah, one can get actively involved in several ways. The best, I would say, is to simply contact us over the website, blackcommunityhamburg.blackbox.org. And there's several different areas which one could get involved in. One important is, I think, to come to the meetings, to organize, to talk about the issues. We're also giving workshops, organizing workshops with different people of African descent who specialize exactly in this topic you brought up. It's not enough to work on one's behavior, because then that would be given the responsibility or the responsibility of these killings on the victim, but to realize actually there is something defect in the system and the structures which are in place, and this is why we need also a collective resistance. So it's two things: knowing how to behave and standing up for one's rights, and having the community to support you. So this is very important, as well as awareness raising in the German society, because most of the time people are like, we can't believe that could have happened. Du meinst die überwiegend weiße europäische Deutsche, die sollen auch aufgeklärt. Yes, so part of the work we do is this awareness raising, education in different areas of society, and there's also room to work there. Community support, that when something happens that people need a community around them, because this is also important for the healing process. So we have, for example, we say touch one, touch all. That means what affects my brother affects me. And basically what Iris said, this willingness, this responsibility to say, yes, I want to make a change. So this is what we need, transformative change. And it starts with each and every one of us individually and also collectively. Touch one, touch all. Ganz genau. Na, I touch you. Das heißt, wenn irgendwas mir passiert, passiert uns alle wie eine Kollektive. Und Tom, dein sagen wir mal, Rolle in der Black Community. Ich habe dich überall gesehen, bei den Meetings, bei den Demonstrationen. Du machst Workshops auch. Du bist nicht ein rein Hamburger gewesen. Du warst Aktivist woanders und jetzt bist du in Hamburg hier. Aber wie würdest du deine Rolle erklären für uns? Hauptsächlich. Also du machst vieles, ja. Ja, meine Rolle, ich bin Aktivist, Black-Aktivist, also schwarzer Aktivist auf jeden Fall. Und mein Haupttarget ist dieser systemische Rassismus und die systemische Gewalt und diese Straflosigkeit. Das ist ja ein Kreislauf, der sich darstellt. Wenn diese Gewalt niemals bestraft wird, dann ist das ja Grundlage dafür, dass sie immer wieder passiert. Also die Message, die das Oberlandesgericht Sachsen-Anhalt, der Bundesgerichtshof von ganz hoher Stelle an die Polizei da draußen sendet, ist: Ihr könnt Leute anketten und verbrennen und braucht euch keine Sorgen zu machen hinterher. Wir decken euch bis zur letzten Sekunde. Justice is the title then for you. Yours is the Also Justice,
muss geliefert werden. Yes, Ja? Also true. diese Ungerechtigkeit Yes. muss im Wesentlichen aufhören. Also insofern das am Leben zu erhalten. Wir haben jetzt als Initiative angefangen, uns auch europäisch zu vernetzen. Wir werden jetzt auch bei der nächsten Infoveranstaltung für Tono und Bob da 2 Aktivistinnen aus UK da haben, deren Familienmitglieder eben auch durch solche exzessive Gewaltanwendung zu Tode gekommen sind, jeweils durch Polizisten, der eine vor einem Polizeirevier, durch 5 Leute so zusammengeknebelt in dem Auto, dass er halt keine Luft mehr bekommen hat. Und auf dem anderen Olaseni Louis, da waren ganze 11 Polizisten auf diesem Mann drauf. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wie auf eine Person 11 Polizisten draufpassen sollen. Und natürlich, wenn man jetzt sozusagen anfangen muss, Polizisten zu erklären, dass wenn man zu 11 auf jemanden drauf geht, dass der das gegebenenfalls mit Sicherheit nicht überlebt, Ja. ist doch eine relativ annehmbare Geschichte, wenn die Polizei das nicht weiß. Und wenn die Polizei das weiter so macht, dann sind wir doch an dem grundsätzlichen Problem schon dran. Dann kommt diese ganze Rechtsstaatsvertuschung, Rechtsbeugung und Nicht-Anerkennung. Das ist dann sozusagen ein Schwanz, der sich dann schön biegt und vorne wieder geht das Ganze halt wieder von vorne. Another situation, you have 11 police on top of one man, and what you're saying is they must know that he will suffocate. It's just physics, Aber actually like that. der schlaue weiße Mann hat halt immer solche Ausreden. So Es many wird excuses all wird the immer time. gesagt, dass Yes. Polizisten hätten kein Motiv, weil die solche Engel sind. Nein, das sind Polizisten, sind Officers of State. Das sind Beamte, die Staatsgewalt exekutieren. Das ist deren Aufgabe und die werden ganz unterschiedlich. Es gibt nicht nur die quasi ohne oder mit einer kleinen Waffe nur da rumlaufen. Es gibt richtig militärische Polizei. Yes, so we're not working from the bottom up. We want to start working from the top down Ja. to make sure that these wrongdoers are brought to justice. And this is what you're going to continue to work on. I wish us all the best with that. And I'm just so thankful, as we all are, that our Audrey was one of the forerunners for justice, for community empowerment, for unity in the Black community. And we have one live video from her at a women's festival. She was also an activist for women, for human rights, for Black rights. And you just enjoy our sister Audrey Motaung, 1988 Frauenfestival. This is called Telecha. Listen, children are fighting. Listen, there's war going on. Listen, they're fighting for freedom. Listen, there's war going on. Hello!
Yes, in memory of our sister Audrey Motaung. What an energy, what a spirit. Live, you experienced her in the year 1988 at this Frauenfestival. Thank you, Mwayemudza and Olorutoyin, Iris Moore, working so diligently to continue the legacy of Audrey Motaung, working in the Black community. The son, Mikaylo Motaung, thank you so much in memory of our sister Audrey. Thank you for tuning in. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Alles Gute, bis dann. Peace.